Hallo! Hallo. Heute müssen wir wieder, ne? Ja, Heute müssen wir wieder. heute müssen wir wieder. Haben wir auch andere Klamotten an, weil es jetzt draußen wieder ein bisschen kühler. Und unterm Dach ist auch kühl, aber ist schon anstrengend, ne, oder? Ich weiß genau, warum ich das sage, weil nämlich, wir haben nämlich heute das Thema faule Spieler, Lazy Gamers. Und das heißt, ja, was heißt das denn? Das heißt, dass wir faule Säcke sind, ne? Wir zocken oder nicht zocken oder... Naja gut, das ist die These, ne? Die These geht ja sogar noch weiter. Sind wir eigentlich fauler als früher? Das ist richtig, ne? Warum fragen wir das? Weil die Konsolen bieten scheinbar mehr Komfort, steht hier, ne? Konsole hat man eher im Wohnzimmer, großen Bildschirm, Couch, Controller am Start, ne? Kann man so schön bei wegdümmeln. Am PC ist das anders, ne? Am PC setzt du dich hin, da sitzt du aufrecht im Stuhl, ne? Im besten Fall, sonst kriegt man Rückenschmerzen, ne? Oder? Ja, nach einer Weile schon. Ja. Und dann Tastatur und Maus, ne? Schön akkurat alles und so und kleinerer Bildschirm in der Regel als der große Bildschirm im. Ne? Werden wir denn immer fauler? Gibt's denn immer mehr Consoleros? Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, ist das dein Favorite eigentlich der PC oder bist du Consolero? Und die haben Folgendes gesagt. Ich bin spät zu PCs oder Konsolen dazugestoßen, weil ich irgendwelche Heimcomputer immer hatte, aber deswegen zieht es mich, glaube ich, immer mehr zu den Konsolen. Konsolero. Warum? Weil ich mit der Konsole aufgewachsen bin und ich erst sehr spät einen PC hatte und ich spiele zwar jetzt mittlerweile auch durch das Streamen viel auf dem PC, aber ich liebe meine Konsolen. Dann PC Master Race natürlich, ist ja ganz klar. Weil die einfach besser aussehen, ausgeglichener sind und mehr zu sagen haben. Eindeutig PC Master Race. Konsolen habe ich gar keine. Nicht mehr. Als Kind war es anders. Consolero. PC und Handy tatsächlich. Aber wenn, also Konsole habe ich nie besessen, also von daher definitiv PC. Ich bin PC. Mit Konsole konnte ich noch nie viel anfangen. Zu beiden. Also ich würde sagen, in den letzten Jahren definitiv mehr Consolero, aber es gibt einfach ein paar PC-Spiele, zuletzt solche Sachen wie Say Billions oder Frostpunk, die gibt es nun mal nur auf PC und von daher nach wie vor beides. Naja gut, also es ist also doch noch irgendwie durchwachsen, ne? Seit der Äonen wird uns immer gesagt, so seit ich angefangen habe zu spielen, Computerspiele zu machen, ja, sagt man irgendwie, ja, der PC-Markt ist rückläufig. Oder stagniert. Oder wie ist das? Ja, es gibt als Gegenbewegung ja diese, der PC ist der heilige Gral-Fraktion. Und diese Fraktion sagt, Master Race. Genau, Master Race. Ich lasse auf den PC nichts kommen. Ne, weil er kann nun mal am meisten, da kann man am meisten mit rumprutschen und dran verändern. Man kann ihn am längsten erhalten, also in Relation zumindest zu einem anderen Gerät. Und darum ist er auch nach wie vor absolut spannend für eine große Menge an Menschen. Ne? Hinzu kommt, dass er jetzt, wo der Online-Markt mehr auf dem Vormarsch ist, natürlich auch Dinge bietet, die die Konsolen noch nicht können oder erst so nach und nach nachrücken. Zum Beispiel mit meinen Freunden zusammen irgendwie auf irgendeiner Plattform zocken. Ne? Geht auf Konsole auch, aber nicht bei allen Spielen und ist an der Stelle nicht ganz so flexibel. Ja, genau. Aber warum faul? Man braucht seine Bude gar nicht mehr verlassen, ne? Ja, Heutzutage. auch das. Ja, heißt also entweder PC oder Konsole, okay, haben wir geklärt, ne? Aber es ist auch so, dass Leute nicht mal mehr vor die Haustür gehen, ja, um sich ein Spiel zu holen. Das brauchst du heute nicht mehr. Ja. Du brauchst nur noch aufs Knöpfchen drücken. Ja? Ich habe diese Woche noch gelesen in der Zeitung, dass die jetzt tatsächlich 200 weitere GameStop-Filialen in Deutschland schließen wollen. Ne? Ja. Weil die Leute zu wenig dort kaufen. Und dann ist natürlich das Geschäftsmodell schwierig. Ja gut, aber ist ja auch mittlerweile so, das ist ja sowieso nur noch
hab einen Download-Code in der Schachtel und was soll ich mit dem ganzen Altplastik da? Ist ja auch nicht gut für die Umwelt und so, ne? Ja, alles richtig. Aber es ist halt so, ja gut, es ist ja nicht falsch, aber will man den Leuten das vorwerfen? Ne? Sind die jetzt fauler geworden oder so? Naja, faul ist so negativ besetzt. Ich würde es bequem nennen. Aber ich glaube nicht, dass das für einen Vorwurf reicht. Denn wenn ich etwas bequemer haben kann und es viel schneller haben kann, das spielt ja auch eine Rolle, dann nutze ich das natürlich auch ganz gerne. Ja. Ich sitze jetzt irgendwie Sonntagabends irgendwie auf meiner Couch und möchte gerne ein Spiel zocken. Ich habe es aber nicht, weil ich nämlich am Freitag nicht dazu gekommen bin, zu irgendeinem Laden zu laufen und mir das Spiel zu kaufen. Was mache ich? Ich gucke, wie viel Platz habe ich noch auf der Festplatte. Man hat Freitagabends auch nichts Besseres zu tun, als zu gucken. Ne? Ja, natürlich. So. Und dann ziehe ich mir das. Und ich hab's dann. Dat. Und diese Möglichkeit gab's eben vorher nicht. Also an der Stelle ist das Faulsein ja auch ein Stück weit eine Errungenschaft von etwas, was ich vorher gar nicht hatte. Und dann macht man natürlich vielleicht tendenziell das häufiger. Es gibt natürlich auch immer noch die Leute, die irgendwie die Regalwand voll haben mit irgendwelchen Spielen und auch ganz stolz auf ihre Sammlung sind, aber das wird weniger. Ja, es geht sogar so weit, ja, dass man auf der Couch sitzt, ne? Und dann möchte man irgendeinen Film gucken oder so. Oder ein Spiel spielen. Und man weiß ganz genau, man hat's im Schrank stehen. Stimmt. Kostet 5 Euro, ne? Kostet 5 Euro. Muss man nicht aufstehen, um das Ding dazu. Also geht euch das auch so? Ja. Stimmt. Dass man irgendwie ein Spiel nochmal kauft oder so, obwohl man es im Schrank stehen hat, damit man nicht aufstehen muss? Okay, das ist natürlich schon extrem, ne? Weiß man nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an. So Grabbeltisch, so Hammelbandel. Ach komm, dann kommst du gleich wieder und brauchst du nicht mehr. Erstmal das. Und mein Sohn, der kriegt's ja auch immer hin, irgendwie seine Spiele zu spielen. Das heißt, wenn ich dann abends da, so, jetzt will ich was spielen oder so, wechseln Sie die CD. Das finde ich kacke. Kein Mensch, da musst du wieder aufstehen. Jedes Mal. Jedes Mal. Wenn ich mir das jetzt online gekauft hätte, ne, also hier so im Store da, ne, Konsolenstore oder Zeugs, dann drückst du da einfach, dann hast du das, ne. Steam ja auch. Okay, so faul bin ich dann tatsächlich nicht. Wo ich faul bin, ist, wenn es mich nichts kostet. Also zum Beispiel Film und Serien. Film und Serie steht im Schrank, ich möchte das gucken, also gucke ich, ob Netflix und Amazon das hat. Und wenn die das haben, gucke ich es da. Und wenn die es nicht haben, dann erst überlege ich mir, ob ich aufstehe. Und man muss dazu sagen, ich spiele viel öfter auf der Konsole und sie viel öfter auf dem PC. Ja, das stimmt. Deswegen greift bei dir der Effekt auch nicht so. Der Sohn hat die CD gewechselt Effekt, ne? Also ihr kennt das doch, oder? Also lasst mich jetzt hier nicht hängen, ja? Also schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr solche Effekte auch bei euch zu Hause erlebt oder so. Würde ich trotzdem nicht machen. Würde es nicht nochmal kaufen. Nee. Ja. Nun, okay. Weißt du, warum ich das nicht nochmal kaufen würde? Selbst wenn es total billig ist und gerade im Summer Sale für 90 Cent. Ja. Weil es mir dann die Festplatte zumüllt. Und da muss man auch wieder Arbeit investieren. Ja. Da muss man nämlich, haben wir gerade gemacht, ne? Red Dead Redemption, Mammutding, will auf die Platte, geht nicht. So, was macht man dann? Da muss man dann da in die Einstellung gehen, da muss man, ist auch Arbeit, ne? Ja. Oder? Ja, gut, also, ja. Werden wir denn jetzt fauler oder nicht? Gibt ja noch einen Aspekt. Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir fauler sind, von der Couch aufzustehen oder in den Laden zu gehen, sondern dass wir bei den Spielen selber fauler sind. Ne? Das heißt, viele Spiele, die ich damals gespielt habe, guter Punkt. Zum Beispiel, ich sag mal, ich habe mich damals sehr gerne durch Super Mario gekämpft. Und es gibt durchaus viele Spieler, die gerne jetzt auf der Switch irgendwie sich durch Super Mario kämpfen und da gibt es ganz andere Möglichkeiten, mit Mario Maker und so weiter. Aber damals ist das so irgendwie, hattest du deine Leben beendet und es war irgendwie alles nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, dann musstest du das blöde Spiel von ganz vorne nochmal anfangen. Ja? Und das habe ich dann getan. Dann habe ich das nochmal von vorne gespielt. So lange, bis ich das blöde Spiel geschafft habe. Ja. Das würde ich heute nicht mehr machen. Würde sie heute nicht mehr machen? Würde ich heute nicht mehr machen, ne. Ja. Das heißt also, diese Faulheit greift so um sich, ja? Ist das eine Frage des Alters?
Weil du immer älter wirst. Ich meine, wir werden alle älter, ne? Aber, ne, so als Gamer. Wird man älter als Gamer so? Ändert sich da irgendwie? Ich glaube, das ist auch eine Frage der Auswahl. Also wenn du jetzt dem Sohn Super Mario in die Hand drücken würdest, dann würde der wahrscheinlich sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Denn da sterbe ich ja ständig. Ja, bei ihm greift nicht der Retro-Modus auch, ne? Der greift Stück sowieso weit, nicht, ne? aber der greift bei mir ja auch nicht mehr an der Stelle. Aber er würde dann wahrscheinlich sagen, warum soll ich denn Super Mario spielen, wenn ich auch Minecraft spielen kann? Da muss ich nicht sterben, muss ich wieder von vorne. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Das Aber heißt, Densen 86, den Speedrunner, der Super Mario World spielt, dem guckt er gerne zu. dann muss er auch nicht selber spielen. Siehst du? Auch wieder was, ne? Wir gucken uns an, wie andere Leute spielen. Wir sind mittlerweile viel zu faul geworden, um selber zu zocken, oder? Wir lassen zocken mittlerweile. Ja, auch schön. Ja, ist nur eine These. Ist ja nur eine These. Ja? Also werden wir immer fauler? Was meint ihr? Auch an der Stelle gibt es ja einen großen Teil an Menschen, die tatsächlich diese, ob das jetzt Speedruns sind oder schwere Spiele, nenne ich es mal, irgendwie so die Dark Souls-Fraktion, ne, die gerne es schwer haben möchte und sich dann auch gerne da durchkämpfen Da will. muss richtig Arbeit investiert werden. Wir haben damals immer gesagt, Absolut. der deutsche Spieler, der ist leidensfähig, ja. Der ist bereit, zum Beispiel Gilde. Gilde ist so ein Spiel, da müssen sich die Spieler erstmal so richtig durch die Funktionen wursteln, um überhaupt zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert. Wirtschaftssimulation. Und wie viele Möglichkeiten ich habe. Absolut. Das ist so ein ziemlich deutsches Ding. Ja. Und es ist auch die Leidensfähigkeit ist groß genug, als dass sich die Leute dann auf Zetteln Notizen gemacht haben und so. Auch bei Rollenspielen war das damals der Fall. Das macht ja auch Spaß. Ne? Dann haben sie sich aufgeschrieben, da muss ich nochmal zurück, die Truhe habe ich nicht aufgekriegt. Wo stand die dann? Machst du dir eine Notiz? Heutzutage, wer steht denn Ich auf? möchte mal eine Komfortfunktion haben, die einem sagt, guck mal, diese Truhe, ja, die habe ich nicht aufgekriegt. Warum sehe ich die nicht auf der Karte? Finde ich kacke. Wie, ich muss einen eigenen Pöppel dahin machen oder sowas, ja? Ja. Oder mir merken, wo die ist. Ja, und heutzutage funktioniert das anders. Also die Leute, die sich einen Zettel daneben legen, um das Spiel durchzuwursteln, die sind seltener geworden. Gibt's immer noch, auf jeden Fall. Es gibt immer noch die Leute, die sagen, ich möchte wursteln. Ne? Aber das ist auch eine Zeitfrage, ne? Muss man dazu sagen. Das heißt, faul sein ermöglicht mir ja auch zeitgleich, dass ich mehr, dass ich meine Zeit in was anderes investieren kann, was ich vielleicht auch noch machen möchte. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob das eine Altersfrage ist. Jetzt müsste man mal so ein paar 15-Jährige da, die vielleicht gerade irgendwie zocken. Würdet ihr euch durch Super Mario kämpfen oder einen Wirtschaftssimulator angucken? Nehmt ihr euch Zettel, um Sachen aufzuschreiben? Oder macht ihr es mittlerweile nicht mehr? Finde ich spannend. Dann ist es aber keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Generation. Richtig, das wäre Ja, so. Ja, dann ist das also egal. Also wenn die Generation dann älter wird, vielleicht wird's dann ja noch schlimmer. Ja, nachher haben wir nur noch so 2 Pedalen, so, ja, wo wir die Hände nicht mehr oder gar nicht mehr, nur noch Chip im Kopf oder so, hatten wir auch mal das Thema, ne, wo man nur noch Fiktivbildschirme hat, so, ja, oder eine Brille auf oder sowas, ja. Naja, das greift ja schon bei VR. Also wenn ich mich zu Hause hinsetzen muss, ich muss das Ding ausrichten, ich muss mir die Brille auf den Kopf setzen, das ist so unbequem, Ja. dass ich an der Stelle schon sage, am Anfang gibt's einen Hype und alle Leute setzen sich ständig das Ding auf den Kopf und sagen, Leben. wow, guck mal, geil, ich kann hier irgendwie VR durch die Gegend laufen und irgendwie nach 3 Wochen, ach nee, komm, ich spiele doch lieber was anderes, weil das ist ja so anstrengend. Warum setzt ihr denn jetzt Elex nicht um für VR? Ja, wer spielt das denn? 50 Stunden, 60 Stunden im Stehen, mit Schwert hauen und so. Gibt es. Ist auch cool. Aber es ist schon anstrengend, ja. Also es gibt so VR-Spiele, wo man anfängt, VR zu spielen und dann irgendwann will man wissen, wie es weitergeht und dann setzt man sich doch hin und spielt mit dem Controller weiter. Gibt's auch, ja. Dass man sich das selber sagt, boah, das finde ich mal wieder geil, das möchte ich mal wieder, fängt man an und so, aber das ist dann anstrengend. Das Geschäftsmodell, solche Sachen auf Sportspiele zu übertragen, ne? So nach dem Motto, ja, wir haben voll die geile, innovative Idee, wir machen jetzt die beiden Lieblingshobbys zusammen. Das eine Lieblingshobby ist irgendwie Gaming und das andere ist Sport. Und wenn wir jetzt Sportspiele machen, dann spielen das bestimmt alle Leute. Und dann gab es ganz am Anfang irgendwie noch die Kinect und diese ganzen Sachen. Es gab auch mal dieses komische Ei da. Keine Ahnung, wie das hieß. Und dann konntest du... Komische Ei. Ja, also Ei wie Auge, E-Y-E. Ja, ja. Und da konntest du tatsächlich am Anfang so, keine Ahnung, ein bisschen mit so einem Ruderbötchen durch so einen Wasserfall oder musstest dann immer hüpfen, wenn so ein Balken kam, so wie bei Takeshis Castle, ja. Und Ja. dann haben die Leute irgendwie oder Familienspiele, dann haben sie gegeneinander Tennis gespielt und so, ne, das war ja auch die Idee von der ersten Nintendo Wii hier, ne, ja. Und
das spielen die Leute dann aber trotzdem nicht lange. Das heißt, das hält eine Weile, dann gibt es so einen Hype und dann flacht das wieder ab und dann werden die Leute wieder zu faul. Das sind mehr so Events, ne? Man trifft sich dann aktiv, um sowas wie SingStar oder also Vorsingen mit Mikro und Zeugs oder halt solche Spiele, wo man halt Controller und wo man stehen muss und wo man halt irgendwie aktiv was machen muss, ne? Mit Kinect oder sonst was, wo man rumspringen muss und so. Da machst du dir einen Tag aus und dann sagst du so, jetzt spielen wir das mal und dann spielst du das und dann liegt das erstmal eine Zeit lang in der Ecke, ne? Bis dann der nächste Termin kommt. Kommt es zu einem nächsten Termin? Ist das cool. Kommt es zu keinem nächsten Termin, ist das Ding dann irgendwie, ach nee, heute nicht, dafür bin ich zu faul. Ja, da musst du als Entwickler auch noch hinkriegen, dass sie ein neues Spiel dafür kaufen. Ja. Ne? Also es ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Ja. Ja. Ist das eine Frage des Geldes auch? Ja? Faulheit, sage ich jetzt mal, dass sie um sich greift. Wir hatten gerade gesagt, Generation, könnte sein, dass sich das auch generationsmäßig irgendwie überträgt. Ja? Diese Komforthaltung oder wie nennst du es, bequemer haben wollen, ja. Ist ja auch cool, weil die Spiele, die können ja auch immer mehr. Also warum soll ich mir jetzt noch den Aufriss machen, irgendwie was da und so, ne? Das ist natürlich klar. Aber ist es auch eine Frage des Geldes, dass man sagt irgendwie, okay, ich spiele lieber ältere Spiele, ja, weil ich es mir nicht leisten kann? Glaube ich nicht. Nee. Wenn die Menschen irgendwas liebgewonnen haben, sind sie auch bereit, dafür Geld auszugeben, würde ich vermuten. Und der Markt, der boomt ja auch. Das heißt, die Leute kaufen fleißig. Das heißt also, wenn so ein Spiel jetzt bei GameStop oder hast du nicht gesehen, 3,50 Mark weniger kosten würde, würde ich es mir trotzdem kaufen im Store, weil dann bleibe ich lieber sitzen. Naja, wenn ich jetzt 3,50 Mark ausgeben muss, um mit dem Bus in die Stadt zu fahren, dann ist das ja schon wieder wurscht. Dann lohnt sich das nicht mehr, meinst du? Also mit Faulheit und Geld und so, das kriegt man nicht zusammen, oder? Im Einzelfall vielleicht, aber ich glaube, auf die Masse bezogen. Worauf ich hinaus will, ist, früher hatten wir halt weniger Geld, als wir jünger waren. Ne? Und da musste man halt schon mal einen sauren Apfel beißen und zum Kumpel fahren und sich das Spiel abholen und solche Dinge. Ne? Gut, das kann ja sein, dass irgendwie, wenn ich jetzt Schüler bin und ich habe nur dann kaufe ich mir aber trotzdem genau das, wo ich jetzt am meisten Bock drauf habe und die Auswahl ist halt größer. Ne? Da greifen dann andere Effekte, glaube ich. Ja. Ja, gut. Es ist auch eine Frage des Spielertyps. Wir hatten gerade gesagt Sportspiele. Sportspiele sind vornehmlich Spiele, die shooterlastig sind, ne? Also Shooterspiele oder halt solche Strategiespiele oder so, kompetitive Spiele auf jeden Fall. Der Rollenspieler kommt da selten drin vor, ne? Bei Sportgeschichten so, ne? Und es ist dann eine Frage des Spielertyps. Gibt es einige, die irgendwie aktiver sind, wie diese Sportspieler, die wirklich tatsächlich auch noch ihre Rechner irgendwo hinschleppen oder irgendwie sowas, ja? Zu so Turnieren aufzubauen. Ich meine, kann man ja jetzt alles im Internet, kann man ja alles zu Hause machen, aber wir als Rollenspieler gehen ja nicht aktiv zu einer Convention und bauen da unser Rechner auf oder trainieren für irgendetwas oder so, sondern wir machen es aus Entertainment-Gründen. Wir sind halt Märchenonkel und Tanten und wollen ganz gerne tolle Geschichten erzählt kriegen und wuscht uns ja auch durch eine Welt und so weiter, aber meistens eher zu Hause. Das ist eine interessante Frage. Also es gibt zumindest diese ganze Online-Geschichte. Ne? Also diese, da wo Rollenspiel dann auf sich mischt mit anderen Sachen, ne? Vom First-Person-View her würde das vielleicht funktionieren. Ganz bestimmt. Aber das ist auch wieder so ein temporäres Ding. Wer macht das dann wirklich zig Stunden lang? Ne? Das ist ja das Ding. Ja. Gibt ja auch Streamer. Ne? Ist das für die Streamer denn irgendwie komfortabler, den PC zu benutzen? Oder ist es komfortabler, die Konsole zu benutzen? Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Habe ich mich auch oft gefragt. Also der große Vorteil vom PC ist, der kann einfach mehr. Das heißt, streamen und hochwertige Spiele zocken, da musst du die Kiste ja schon ordentlich was leisten. Und die Auswahl auf der Konsole ist halt beschränkt. Das heißt, du machst es dann auf der Konsole, wenn es vielleicht auch nicht anders möglich ist. Also die ganzen Switch-Streamer zum Beispiel, die benutzen natürlich auch ihre Konsole und so, ne? Und ich glaube, bei den anderen Konsolen ist es tendenziell seltener. Da siehst du eher die PC-Spieler, weil die dann auch noch die Grafik irgendwie auf das Höchste irgendwie packen können und so. Also bei Streamern ist es egal. Die werden nicht fauler, sondern im Gegenteil. Die haben ja auch noch einen zusätzlichen
Task, nämlich Leute zu bespaßen oder die Kamera laufen zu lassen. Das heißt, es ist ja eine Doppelbelastung. Sie wollen spielen, aber gleichzeitig auch mit den Leuten interagieren. Da heißt es genau andersrum. Und das ist egal, ob es eine Konsole ist oder der PC. Manchmal gibt es Spiele, die halt konsolenexklusiv sind. Dann müssen die tatsächlich sogar auf der Konsole spielen. Und es ist eigentlich wurscht. Ja, glaube ich, für die Streamer. Ne? Vermutlich. Na gut, du musst es halt auch haben, ne? Ja. Du hast eine größere Auswahl, wenn du auf dem PC streamst. Und müsstest zusätzlich die Konsole haben, um darauf auch die Spiele spielen zu können, die nur darauf erschienen sind. Ja. Der größte Boom, was Spiele angeht, ist ja tatsächlich auf dem Handy. Na? Ja. Ist auch wieder so ein Ding, ja. Werden Leute fauler? Ja. Ich habe dann mein Handy immer dabei. Wozu soll ich jetzt auch eine Konsole und ist das nicht auch irgendwie ein Stück weit Faulheit irgendwie? Einfach so, ach, ich zock mal ein bisschen was, wo das wieder weg, so ein Casual-Gamer-Kram irgendwie. Aber die Spiele, die am besten am Handy gehen, das sind aber auch so schnelllebige Dinger, Das ne? sind schnelllebige Dinger, ja. So, wo du mal eben irgendwie so ein Level spielen kannst, packst es wieder, steigst aus dem Bus aus so und machst irgendwas anderes und wenn du zurückfährst, dann packst du wieder deinen Candy Crush aus oder so. Also ein sehr, sehr, sehr reichhaltiges Thema, kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Ja, was denkt ihr denn? Werden wir immer fauler oder gibt es rückläufige Effekte, die dann auch greifen, die das irgendwie wieder auffangen? Dass wir früher vielleicht anders gespielt haben, aber nicht fauler geworden sind. Ja? Würde uns sehr interessieren. Okay, hast du eine Community-Frage? Aber sicher. Ah, diesmal habe ich es getroffen. Hoffentlich ist die Kamera so. Okay. Was ich mich immer frage bei den Zetteln da, habt ihr kein Tablet, wo ihr eure Stichpunkte ablesen könnt? Bei uns rollen Zetteln. Also, ich habe ja gerade, kann ich da nicht mehr machen. Ja, den Zettel schön knüllen und so. Das ist irgendwie so ein Ding, man hat was geschafft, ja. Und ja, natürlich haben wir Tablets. Hier zum Beispiel haben wir unsere Uhr am Laufen, ja. Die zeigt mir gerade halt so eine Zeit an, so, kann man gar nicht sehen, ne? 22 Minuten, jetzt habe ich die sogar angehalten. Also Tablets haben wir wohl, ne? Aber ja, ist auch irgendwie leichter, ne? Nee, dafür sind wir noch nicht faul genug. Noch nicht voll? Faul genug. Ach, noch nicht faul genug. Noch nicht voll genug. Voll auch nicht. Es ist Dienstag, bitte, ja? Kein Bier vor 4. Na gut, okay. Nein, es liegt einfach daran, es ist irgendwie handlicher Zettel, ne? Anstatt mit einem Tablet rumzuhampeln. Das ist ja auch schon ein bisschen schwerer. Wir haben ja eins da liegen, aber da läuft die Uhr dann drauf. Auch sehr dekadent, ne? Das ist jetzt, man kann ja auch anders mit Handy und so. Ich benutze es auch noch für was anderes. Es ist schon groß, man sieht es und jeder bräuchte irgendwie jetzt sein Tablet. Ich bräuchte jetzt irgendwie meine Community fragen und du, ne, den musst du mir dann aufs Handy packen, keine Ahnung. Das ist irgendwie gefühlter Mehraufwand. Umständlicher, genau, richtig. Ja. Also in Meetings benutze ich das Tablet tatsächlich, um Sachen mitzuschreiben und so. Und manchmal schreibe ich es mir auch auf den Zettel, so. Je nachdem. So sieht's aus. Okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, Fred fehlt ein Halswirbel. Oh mein Gott, Fred fehlt ein Halswirbel. Ja, oder? Was ist denn da los? Hoffentlich überlebt er das.